Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Niflheim DLC und wir haben wieder neue Leaks erhalten. Wir haben Bilder zur Open World, neue interessante Gameplay-Informationen, ein Rüstungssatz und Cosmetics wurden geleakt. Außerdem hat uns José Araiza in einem Interview offiziell auch ein paar Infos zum Niflheim DLC geteased. All das schauen wir uns heute in diesem Video an, also bleibt gerne am Start. Wer sich noch gar nicht mit dem Niflheim DLC befasst hat, dem empfehle ich definitiv mein Video 10 Dinge, die du zum Niflheim DLC wissen musst, anzuschauen. Da gehe ich auf die grundlegendsten Informationen ein, wie zum Beispiel auch die Story. Aber nun legen wir los. Ihr findet hier unten in der Timeline die Punkte, die euch interessieren, also spult gerne nach vorn, wenn ihr möchtet. Aber im heutigen Video beziehe ich mich auf 4 Creator, die extrem viele Bilder und Kommentare dazu beigetragen haben. Natürlich Andy Reloads, Petter, Ipsop und Joe Raptor. Alle 4 haben daran mitgewirkt, dass diese Leaks und Informationen aus dem Interview geteilt wurden. Natürlich bewegen wir uns im Spoiler-Territorium, das heißt, wenn ihr keine Spoiler zum Niflheim DLC erfassen wollt, dann schaut euch gerne mein Video zu Skull and Bones an oder genießt einen Kaffee und kommt später nochmal wieder. Doch fangen wir mal mit der Grundfrage an, wann ist denn eigentlich der Release? Joe Raptor hatte ein Interview mit dem Post-Launch-Producer José Araiza und das fand vor dem Patch 1.5.3 statt. Und in dem Interview hat José auf die Frage geantwortet, wann der Release von dem Niflheim DLC sein könnte, dass es im übernächsten Update kommen wird. Das heißt also, er sprach nicht vom ersten Update, was kommen wird, 1.5.3 nach dem Interview, sondern das übernächste, das wäre dann 1.6.0. Wenn wir also dem typischen Rhythmus folgen, dann wäre der 28. Juni der Tag, wo 1.5.3 rauskam und 5 Wochen später, der 2. August, der Tag, wo wir die neue Season bekommen und dementsprechend auch das Niflheim DLC. Das wäre übrigens auch eine Woche, nachdem die Frist vorbei ist für das Bifrost Bundle, was ihr noch derzeit bei Assassin's Creed bekommen könnt, würde also dementsprechend auch irgendwie passen. Wie lange ihr braucht, um das durchzuspielen, hat José Araiza auch etwas gesagt. Er meinte, dass für das kostenlose DLC für einen sehr, sehr geübten Spieler, für eine sehr geübte Spielerin 3 bis 4 Stunden in Ordnung wären und für Personen, die vielleicht mal so reingucken bei Valhalla und nicht so oft spielen und sich Zeit lassen, das Ganze könnte dann 6 bis 7 Stunden für regelmäßige Spieler dauern. Zu der Open World hatte ich in meinem alten Video auch etwas gesagt, allerdings haben wir jetzt sogar Bildmaterial zu den verschiedenen Welten, denn Ipsop hat in den Spieldateien Codex-Einträge gefunden, also das sind im Grunde Lexikon-Einträge mit den dazugehörigen Bildern zu den verschiedenen Regionen. Die haben noch keinen Namen, zumindest wurden sie nicht in Andys Video geteilt. Das findet ihr übrigens genauso wie Joes Video auch in der Videobeschreibung. Und dort hat er mehrere Bilder geteilt, 6 an der Zahl mit verschiedenen Welten. Wir sehen also eine Feuerwelt, wir sehen eine Nebelwelt, wo wir wahrscheinlich den Drachen bekämpfen werden und auch natürlich eine Eiswelt. Dazu konnte uns Petter mehrere Einträge liefern, die auf die Bosskämpfe hindeuten könnten, denn wir wissen aus dem vorherigen Video von Andy schon, dass es diese 4 Regionen gibt, Cold, Dark, Mist und Hail, aber dass es in jeder Region auch ein Haus gibt, ja, ein House of Cold, ein House of Dark, ein House of Mist oder The Hall of Hail. Und das ist natürlich ein Hinweis, meinte auch Andy in seinem Video, dass das Ganze ein Boss-Arena-Kampf sein könnte. Das Ganze wird aber nicht so eine typische Open World, wie ihr wahrscheinlich denkt. Denn Ipsop hat ja in der Vergangenheit ein Brückensymbol gefunden, womit wir zwischen den Welten reisen können. Das heißt also, es wird keine große Open World sein, sondern verschiedene kleine Open Worlds. Und ein Bild hat auch einen Hinweis gegeben, nämlich dieses Bild aus den Spieldateien, die Ipsop geteilt hat. Dort sehen wir nämlich Odin im Vordergrund mit seinem Raben natürlich und im Hintergrund sehen wir eine schwebende Brücke. Das ist natürlich nicht der Bifrost oder der Bifrost, sondern höchstwahrscheinlich eine Brücke, die wir nutzen können, um in eine andere Welt zu gelangen. Das heißt also ähnlich wie auch im Dawn of Ragnarok DLC, wo wir in diese Jötnar-Welt gereist sind, wo wir den Kampf hatten dann. Kampf ist dabei ein gutes Stichwort, denn Petter hat uns die wichtigsten Informationen aus diesem Leaks auch mitgeliefert, nämlich zu den Gameplay-Modi. Aber bevor wir darauf ins Detail eingehen, würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise
bzw. meinem Kanal ein Abo dalasst mit der Glocke, denn ich mache schon eine Weile Videos zu Assassin's Creed, aber auch zu anderen Roleplay-Games und ich glaube, das ein oder andere Video könnte euch definitiv helfen und ihr würdet mich supporten. Also vielen lieben Dank erstmal dafür, aber lasst uns loslegen mit den Gameplay-Elementen. Im Grunde sind es 3 Dinge. Der erste ist, dass es einen Random Spawn gibt. Das bedeutet, dass im Grunde entweder wir random spawnen oder die ganzen Gegenstände oder Gegner random spawnen, was dem Ganzen noch so eine gewisse, ja, ich finde, Flexibilität bietet. Es ist nicht immer das Gleiche und es lohnt sich halt auch mal, das Ganze nochmal zu spielen. Und da haben wir auch schon den nächsten Leak von Petter, beziehungsweise die nächste Info aus den Spieldateien. Und zwar wurde ein Eintrag gefunden, Niflheim Runs completed. Also es gibt quasi einen Zähler, wie oft wir Niflheim completed haben. Ja, das heißt also, bis zu den Celebrations im September haben wir dann definitiv ein bisschen Zeit, ja, dieses Spiel oft durchzuspielen oder diesen Modus. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was für Belohnungen wir bekommen, wenn wir es oft durchspielen oder ob es da irgendwie ja eine Besonderheit gibt, wenn wir es ganz, ganz oft durchspielen. Sehr interessant. Und das nächste ist die verfluchte Truhe oder die verfluchten Truhen. Das scheint tatsächlich nicht nur einfach eine, ja, ich sag mal, eine Tour zu sein, die wir dann entdecken können, sondern das ist eine Weltaktivität, kann man fast sagen. Hier wurde der Eintrag gefunden, Destroy the Chain Support. Das heißt also, diese Truhen haben eine Unterstützung durch Ketten und die müssen wir irgendwie entfernen. Und in einem Bild, was Ipsop geteilt hat, sehen wir, ich weiß gar nicht, woher er das hat, um ehrlich zu sein, sehen wir, dass es einen Timer über dieser Truhe gibt. Das heißt, wir müssen in einer bestimmten Zeit wahrscheinlich die Ursprünge dieser Ketten irgendwie zerstören, um dann ja die Kiste zu öffnen oder öffnen zu können. Gutes Deutsch, Pascal. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesen Truhen spezielle Rüstungen drin sind oder Gegenstände, die wir nicht ebenso beim Händler bekommen. Und diese Rüstungsgegenstände aus diesen verfluchten Kisten wurden vermeintlich auch schon mit Bildern geleakt. Also wir wissen auch schon, was für eine Rüstung wir bekommen werden, was für Collectibles wir in diesem Niflheim DLC bekommen werden. Ist sehr heikel. Wenn ihr das nicht wissen wollt, wie gesagt, guckt euch gerne ein anderes Video an. Allerdings zeige ich euch das jetzt mal. Wir haben hier ein Rüstungsset. Das ist ein Reskin von dem verfluchten Set, ich glaube Reitmars Fluch von dem Dawn of Ragnarok DLC. Er hat Ähnlichkeiten zu der Truhe, die wir als letztes gesehen haben mit dem Timer, finde ich, diese blauen Elemente. Und an sich sieht es auch ziemlich nice aus. So ein bisschen wie Drachenknochen, die an dem Körper angebracht sind. Man sieht dieses Adgear auch schon in dem Trailer und das hatte ich auch schon angedeutet. Das ist eine neue Waffe, ein neues Adgear in meinem Video 10 Dinge zum Niflheim DLC. Da bin ich mal sehr gespannt. Außerdem bekommen wir natürlich noch Collectibles, nicht nur dieses Rüstungsset, sondern 5 Tattoos. Das finde ich krass, dass die jetzt schon in den Spieldateien sind und das jetzt schon sichtbar ist. Und natürlich einen Weltenbaum für unsere Siedlung, 3 Siedlungsbelohnungen für die verschiedenen Welten, die wir besuchen wahrscheinlich, Mist, Cold, Dark und Hail, und ein Raben, wo ich finde, der ist natürlich nicht real, aber der sieht sehr gruselig aus und sehr sick. Also ich werde mir den auf jeden Fall dann als Hauptrahmen erstmal nehmen. Wunderschön. Wie findet ihr den denn eigentlich? Beziehungsweise seid ihr gespannt auf das Niflheim DLC? Ich meine, ist ja kostenlos, kann man sich definitiv mitnehmen. Das ist aber nicht das Einzige zu den Rüstungsgegenständen, denn José hat im Interview mit Raptor gesagt, dass wir verschiedene Rüstungsgegenstände haben werden und jede Rüstung ein verschiedenes Skillset bieten wird. Das heißt also, hier wurden Bilder auch schon geleakt von Ipsop oder gezeigt. Wir haben das Draugr-Set, das Niflheim-Set, Hailstorm Nation, Hasbro, Black Raven und das Allvater-Set. Und jedes dieser Sets hat andere Skills, andere Buffs. Was ich mir also vorstellen kann, und das ist jetzt natürlich nur eine Theorie, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir das Spiel wirklich mit verschiedenen Rüstungssets durchspielen müssen, damit wir vielleicht alle Bereiche abdecken können, ja, weil wir nur mit speziellen Fähigkeiten durch gewisse Bereiche kommen. Würde auf jeden Fall auch den Wiederspielwert definitiv erhöhen und es wäre ein richtig geiles Update, das muss man wirklich sagen, wenn das so wäre. Die Interaktion mit der Open World wird interessant, aber Petter hat nicht nur dazu was gefunden, sondern auch etwas zu der Interaktion, die wir mit der KI haben werden. Denn er hat hier einen Eintrag gefunden, dass es einen fahrenden Händler gibt in verschiedenen Regionen, also Reda ist nicht weit entfernt und wir
erfahren vielleicht die Geschichte von ihm. Außerdem wird es auch Weltevents bzw. Weltaktivitäten geben, ähnlich wie im Hauptspiel. Ich muss sagen, die waren so die heimlichen Favoriten. Der Humor und der Detailgrad, der in diese Weltquests reingesteckt wurde, der war schon ziemlich gut und ich hat echt Spaß gemacht, die zu machen und freue mich, dass die eventuell dann oder vermutlich auch im Niflheim DLC drin sein werden. Neue Fähigkeiten könnte es eventuell auch geben, beziehungsweise generell, dass wir zu Beginn nicht alle Fähigkeiten haben und diese wirklich erst Run für Run kaufen müssen. Petter hat den Eintrag gefunden, Merchant by Ability. Also wir werden diese beim Händler kaufen können, also bei Reda, bei ihm kann man ja irgendwie alles kaufen und dann uns verbessern können höchstwahrscheinlich. Denn diese Verbesserungen benötigen wir auch. Es gibt neue Bilder zu den Bossgegnern und neue Informationen. Wir haben ja in meinem Video 10 Dinge zu dem Niflheim DLC einen neuen Gegner gespottet, einen Muspelriesen, wo wir noch nicht genau definieren konnten, wer das eigentlich ist. Und da hat Petter auch natürlich einen Namen rausgehauen und zwar heißt der Jalm Gunnar Out of Bounds, also den werden wir wahrscheinlich auch in einem separaten Bereich besiegen. Das ist höchstwahrscheinlich dieser Muspelriese, von dem auch ein neues Bild verfügbar ist. Ein quasi Ganzkörperbild. Und es sieht schon echt crazy aus, dieser Skin. Vor allen Dingen mit dem Auge auf seinen Schultern. Der hat 4 Arme, 2 Beine, wie ich sehe. Und mit 2 Armen trägt er sein Auge. Sein sauren Auge und mit den anderen die Sense. Sehr, sehr crazy und echt gruselig, dieser Skin. Bisschen eklig, muss ich sagen, aber na gut, okay. Machen wir weiter. Hel haben wir auch einen Skin natürlich. Und was hier besonders ist, was ich sehr, sehr nice finde, komme ich dann am Ende nochmal des Videos dazu, könnte nämlich eine gute Transition zu Assassin's Creed Rift sein, ist die Klinge von ihr, aber da kommen wir gleich zu. Und der Wächter von Helheim, ich habe jetzt den Namen leider vergessen von dem Hund, der ist natürlich auch als Bild verfügbar. Und den Drachen haben wir auch aus einem Codex-Eintrag von Ipsap hier sichtbar. Und ihr habt es wahrscheinlich gesehen im Bild, die Klinge, die Hel trägt, ist Basims Klinge, ist auch nicht weit hergeholt, denn Hel ist die Tochter von Loki. Und da muss ich sagen, muss ich mich ein bisschen an diese Konversation am Lagerfeuer erinnern, als Basim davon etwas erzählt hat, dass ihm seine Kinder genommen wurden. Und das bezog sich wahrscheinlich nicht nur auf Fenrir, sondern auch auf Hel, seine Tochter. Vielleicht werden wir da auch einen schließenden Kreis sehen, vielleicht werden wir da eine Verbindung sehen, denn wir werden sie sicherlich töten und dementsprechend, ja, auch von Loki entfernen, beziehungsweise von Basim entfernen. Höchst interessant auf jeden Fall. Und vielleicht kommt ja diese Klinge irgendwie wieder in Lokis Besitz. Aber ihr könnt eure Theorien ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Abseits dessen hat Andy noch mehr Freischaltungen geteilt und zwar sehen wir hier, dass es im Allgemeinen für das Hauptspiel auch neue Freischaltungen geben wird. Wir haben hier 2 neue Mounts, ich weiß nicht, ob die für Niflheim kommen werden oder für das Hauptspiel oder für den Shop, das kann ich nicht sagen. Außerdem haben wir was ganz Interessantes, wir haben neue Runen mit verschiedenen Buchstaben, die nicht so aussehen wie Furtag, also quasi die Runensprache der nordischen Welt. Das sieht irgendwie moderner aus, ein bisschen anders. Wenn ihr wisst, was für Runen das sein können, dann lasst es mich gerne mal wissen. Und dazu gibt es Medaillen. Das finde ich irgendwie cool. Das gibt es ja in verschiedenen, ich sag mal, Applikationen. Zum Beispiel bei der Apple Watch, wenn man irgendwie 10 Kilometer am Tag läuft, kriegt man eine Medaille. Wenn man in der Nike-App, keine Ahnung, 5-mal im Monat läuft oder jede Woche einmal, kriegt man auch so eine Achievement-Medaille. Ich finde es irgendwie cool und vielleicht müssen wir da irgendetwas in dem Niflheim DLC machen, damit wir halt diese Medaillen bekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es ist nicht mehr weit. Ich bin mir sicher, dass wir am 2. August wenn nicht sogar, also spätestens am 9. August dieses Update spielen können. Und dann bin ich natürlich auch sofort für euch am Start, um die wichtigsten Infos zu teilen. Ich freue mich drauf. Und ja, vielen Dank erstmal, dass ihr hier so lange dabei wart. Wenn ihr sagt, hey Pascal, ich würde dich gerne supporten, dann lasst mir gerne, wie gesagt, einen Dränger-Daumen nach oben da. Oder wenn ihr mich abonniert, dann mit der Glocke natürlich. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.